Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Wenn du hier neu bist und an Videos zu Themen rund um Kuba interessiert bist, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein neues Video mehr. Die Wochen vergehen und es ist wieder Zeit für ein neues Video zur aktuellen Lage in Kuba. Heute also hier die aktuelle Situation für den Monat Februar 2023. Starten wir wieder mit dem aktuellen Wechselkurs. Das Thema offizieller und informeller Kurs haben wir ja schon häufiger betrachtet. Wem das Ganze jetzt dennoch nicht sagen sollte, ich habe hierzu ein paar Videos online und verlinke auch hier aber nochmal das letzte. Der offizielle Kurs liegt seit dem 15.08.22 bei 120 Peso pro Euro abzüglich Servicegebühren. Der informelle Wert liegt seit Monaten relativ stabil bei 165 bis 175 Peso. Hier empfehle ich auch die Seite El Toque. Dort könnt ihr den aktuellen Tageswert nachschauen. Tauschen solltet ihr auf dem informellen Markt nur mit Vertrauenspersonen. Ansonsten bleibt bitte bei dem offiziellen Kurs, welchen es in jeder Bank und jeder Wechselstube, also Cadeccas, gibt. Auch Geldautomaten können verwendet werden. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Was wird benötigt? Die Erklärung zum Gesundheitszustand, also die Declaración Jurada de Salud, muss abgegeben werden. Dies erfolgt mit den Zollangaben online verpflichtend über der Viajeros. Hierzu habe ich auch ein extra Video online. Mittlerweile ist die Seite auch auf Deutsch verfügbar. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte und eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Sofern ihr noch keine Touristenkarte habt, könnt ihr diese gerne über meinen Link in der Videobeschreibung erwerben. Ihr zahlt keinen Cent mehr, aber ich erhalte einen Obolus. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Das ist auch bei der Auslandskrankenversicherung der Fall. Solltet ihr auch hier noch eine benötigen, schaut bei www.mike-vaupel.ergo.de vorbei. Alle Infos gibt es auch hier nochmal in der Videobeschreibung. Schaut dort gerne mal rein. Werbung Ende. Während unseres Aufenthalts hier im Januar 2023 gab es nur hin und wieder Stromausfälle von ein paar Minuten. Man muss aber auch sagen, dass gegen Ende es fast jeden Tag Stromausfälle von 30 Minuten bis 2 Stunden und mehr gab. Angekündigt waren wieder vermehrt Stromabschaltungen ab Februar 2023. Ziel ist es, das Stromnetz bis zum heißen Sommer weiter zu stabilisieren und solche Ausfälle wie 2022 zu vermeiden. Für alle, die in den kommenden Monaten nach Kuba reisen, sollten sich dem bewusst sein. In den Hotels gibt es im Regelfall Stromgeneratoren und man bekommt von den Ausfällen wenig mit. Aber wer individuell unterwegs ist, der sollte sich darauf einstellen, dass hin und wieder der Strom weg ist. Also hier dann die Zeit nutzen, um Smartphones und Kameras etc. aufzuladen und vielleicht eine extra Powerbank mitnehmen. Western Union hat wieder den Geldtransfer nach Kuba aufgenommen. Zurzeit nur probeweise aus den USA bzw. spezieller von Miami. Wann und ob der Geldtransfer wieder von Deutschland aus funktioniert, bleibt abzuwarten. Damals habe ich öfter Geld per Western Union geschickt. Der Vorteil war, dass das Geld sofort vor Ort verfügbar war und die Transfergebühren überschaubar waren. Wir beobachten die Situation weiter. Nun ist es geschehen. In den vergangenen Videos habe ich hin und wieder berichtet, dass viele Kubaner das Land unter anderem in Richtung USA verlassen haben. 2022 waren es wohl über 300.000 Kubaner allein in die USA. Nun hat die USA die Grenzen geschlossen und lassen keine illegalen Einwanderungen mehr zu. Es ist jetzt aber möglich, als Privatperson Personen aus Kuba, ob Familie oder nicht, in die USA zum Leben einzuladen.
Das Ganze ist vom Einkommen bzw. Vermögen dieser Person abhängig. So können also 1, 2 oder mehr Personen eingeladen werden. Das Ganze nennt sich Patrocinamiento. Die Anzahl ist aber auf 2500 kubanische Bürger pro Monat begrenzt, also maximal 90.000 kubanische Personen im Jahr. Tatsächlich haben wir Familie in den USA und man möchte diesen Prozess aktuell auch ausprobieren. Ob und wie das Ganze funktioniert, kann ich gegebenenfalls in den kommenden Wochen berichten. Wo wir gerade beim Thema Einladung sind, ich hatte hin und wieder die Frage gestellt bekommen, ob es wieder möglich ist, Kubaner nach Deutschland einzuladen. Kurzum, ja, es ist wieder möglich. Wie das funktioniert, hierzu habe ich ein Video online. Schaut dort gerne mal rein. Und eine Info habe ich noch. Kuba als Reiseziel 2023 war zuletzt in der New York Times als auch bei TripAdvisor zu lesen. Kuba wird hier als eines der interessantesten Reiseziele 2023 betrachtet. Viele Touristen sind demnach sehr interessiert an einem Kuba-Urlaub. Ich freue mich einerseits darüber, andererseits muss man alles in Relation sehen. Kuba benötigt den Tourismus, andererseits müssen sich Touristen auch auf Einschränkungen einstellen. Wer sich darauf einstellt, kann ein wunderschönes Land mit all seinen Höhen und Tiefen und seiner wundervollen Bevölkerung kennenlernen. Wer Land und Leute kennenlernen möchte und mit unvoreingenommener Meinung Kuba bereist, der wird sich vielleicht, wie so viele andere auch, ein Stück weit in dieses Land verlieben. Wer jedoch in ein All-Inclusive-Hotel geht und dort auch bleibt, da sind die Ansprüche vielleicht andere und der wird oftmals vielleicht auch enttäuscht werden. Da gibt es günstigere Alternativen, die auch näher gelegen sind, zumindest aus europäischer Sicht. Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, kommt nach Kuba. Macht euch euer eigenes Bild. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast, und an Themen rund um Kuba interessiert bist. Es ist kostenlos und tut auch nicht weh. Bevor ich das Video gleich beende, hier noch der Uploadplan für Februar 2023. Auch im Februar werde ich jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein Video veröffentlichen. Die Vlog-Serie wird fortgesetzt, wobei ich mal schauen muss, wie viele Folgen es insgesamt werden. Tatsächlich hatte es mich krankheitsbedingt erwischt und ich konnte mehrere Tage nichts aufnehmen. Ich gehe also davon aus, dass die Vlog-Serie bis Ende Februar beendet sein wird. Ja, schaltet auch dort wieder rein, würde mich freuen. Wir sehen uns also spätestens im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.